Ich bin's, euer Martin von Vigor. Schön, dass ihr da seid. Weniger schön, dass der da ist. Naja, ich habe halt eine Autowerkstatt, zu mir kommen kaputte Autos. Und der hier hat einen sehr eindeutigen Mangel. Er verliert Kühlwasser. Ich habe schon drunter geguckt, ob es irgendwo raustropft. So sehe ich erstmal nichts. Wenn man hier reinguckt, dann sieht man eine ganz schöne Schlangengrube, viele Schläuche, viele unterschiedliche Temperaturzonen, die das Kühlwasser durchlaufen muss. Wir haben einen wassergekühlten Ladeluftkühler, wir haben ein wassergekühltes Abgasrückführventil, wir fahren verschiedene Temperaturzonen im Block. Das Kühlsystem ist sehr komplex bei dem Auto. Um zu finden, wo hier das System undicht ist, haben wir von Vigor uns was ausgedacht. Das zeige ich euch. Wir bei Vigor haben alles zusammengefasst, was du an Diagnose am Kühlsystem brauchst. Im ordentlichen Koffer, anständig zu verstauen, ausgestattet mit jede Menge Adaptern, der Pumpe und die Einrichtung zum Befüllen. Die Anleitung für die Leseratten. Welchen Vorteil bringt das, dieses Werkzeug zu besitzen? Na, ganz klar. Wenn wir am Kühlsystem nicht sofort sehen, wo es rauskommt, müssen wir es unter Druck prüfen. Das heißt, wir setzen das Kühlsystem unter Druck und können dann gucken, wenn kleine Undichtigkeiten sind, ob sie den Druck halten. Das heißt, manche Undichtigkeiten kommen erst zustande, wenn das Kühlsystem richtig unter Druck ist und wenn das Auto richtig warm ist, dann hat das Kühlsystem Druck. Na klar, unter Druck können wir höhere Temperaturen fahren. Physik aufgepasst. Um jetzt zu gucken, wo es rauskommt, suche ich mir den richtigen Adapter aus dem Koffer aus. Wir haben für jedes Auto was dabei. In diesem Fall brauchen wir diesen hier. Der passt dann auf den Kühlmittelausgleichbehälter oben drauf. Ich kriege ihn handwarm angesetzt, habe noch ein kleines Tool dabei, verstärke das Moment ein bisschen und merke, wie die Dichtung anzieht. Das Ganze schließt jetzt dicht ab. Ich nehme meine Pumpe dazu und kann jetzt hier oben drauf adaptieren und easy das Kühlsystem unter Druck setzen. Ich gehe jetzt hier auf 1,5 Bar. Das muss das Boot ab, Herr Kaloy. Und dann gucken wir uns an, ob am Manometer der Druck absinkt. 1,5 Bar, das Kühlsystem am Limit. Trotzdem, ganz klar, das muss es halten. Tja, jetzt kommt der angenehme Teil des Jobs. Abwarten. 5 Minuten muss er locker halten. Wenn es absinkt, ist es undicht. Wie zu erwarten war, der Druck ist abgefallen von 1,5 Bar runter auf etwas unter 1,2 Bar in 5 Minuten. Das ist zu viel, das Kühlsystem ist undicht. Ich sagte ja bereits, ich war schon unterm Auto und ich habe nirgendwo gesehen, dass es raustropft. Und bei dem Auto hier gibt es eine Besonderheit. Und zwar, Teile der Abgase werden der Verbrennung wieder zugeführt. Ein AGR, so nennt man das Ganze, ein Abgasrückführsystem. Und da werden die Abgase gekühlt. Und das Ganze wird gekühlt über das Kühlsystem. Das heißt, das ist mit Wasser umspült. Um zu gucken, ob das undicht ist, da braucht man Hilfsmittel für. Und das haben wir bei Vigor. Und zwar eins meiner Lieblingswerkzeuge. Und zwar das Videoendoskop. Eingeführt in den AGR-Kühler und um die Ecke geguckt. Hier sehen wir die Kühllamellen und klatschnass sind sie. Habe ich mir schon gedacht. Ist eine Schweinearbeit, das Ding auszutauschen. Was muss, das muss. Ich gehe ins Büro die Teile bestellen, wir bauen das Ganze ein. Und dann zeige ich euch noch, wie das System entlüftet wird. Natürlich auch mit unserem Diagnosekoffer. Der Abgaskühler ist ausgetauscht, damit haben wir den Großteil des Jobs schon hinter uns. Aber jetzt wird es noch mal kurz wichtig. Das Kühlsystem ist leer und muss neu befüllt werden. Ich habe es eben schon erzählt, das Kühlsystem in dem Auto ist sehr komplex, wie nahezu bei jedem modernen Auto. Wir haben verschiedene Temperaturzonen und jede Menge Schläuche, Sensoren und sonst was. Überall da können sich Luftblasen sammeln. Wenn sich so eine Luftblase an der Zylinderkopfdichtung oder an einem Temperaturfühler sammelt, dann kocht euch der Motor kaputt und ihr merkt es noch nicht mal. Um das zu verhindern, befüllen wir das System mit einem Vakuum. Das heißt, wir erzeugen gleich mit dem Werkzeug ein Vakuum im Kühlsystem und können dann in das Vakuum das Kühlmittel reinsaugen und haben es damit blasenfrei, luftfrei. Überall da, wo Wasser sein soll, ist nachher auch Wasser. Wie das funktioniert, zeige ich euch. Natürlich, bei allen Arbeiten, die wir an den Autos durchführen, achten wir immer auf die Vorgaben der Hersteller. Und in diesem Fall müssen wir das Auto erstmal in den Befüllstatus versetzen. Das heißt, wir steuern über den Tester die Thermostate an und stellen alles auf offen. Jetzt können wir mit geeignetem Werkzeug das Ganze befüllen. Dafür setzen wir unser Manometer an. Das Ganze hat einen Haken. Jede Haube hat einen Haken, da setzen wir das Ganze an und sortieren uns erstmal die Schläuche zurecht. Der Schlauch hier
ist so lang, den hängen wir in das fertig gemischte Kühlmittel. In unserem Fall hier ein Kanister, der kann sogar auf dem Boden stehen, der Schlauch ist lang genug. Hier oben schließen wir gleich unsere Druckluft an und erzeugen dann den Unterdruck, das Vakuum im Kühlsystem. Den Adapter haben wir noch drin von der Druckprüfung, können jetzt den Schlauch hier oben aufsetzen, die Druckluftleitung anschließen und erzeugen das Vakuum. Um jetzt das System zu befüllen, ist gar nicht so viel nötig. Wir haben es ja unten schon in den Kanister reingehängt und öffnen jetzt den zweiten Hebel und das System befüllt sich. Das Ganze geht wirklich schnell. In anderen Versionen kann das Minuten dauern. Hier sind wir in wenigen Sekunden durch damit. Wir schließen den Hahn. Wir können die Druckluft schon wieder abmachen. Die brauchen wir nicht mehr. Nehmen unseren Schlauch ab. Der Adapter kommt zu seinen Freunden in den Koffer. Das Kühlsystem ist befüllt, in dem Fall etwas über Maximum. Natürlich lasse ich mir die Probefahrt nicht nehmen und danach gucken wir nochmal nach. Das wird funktionieren, ich weiß es. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt das gerne in die Kommentare und sonst sehen wir uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.